Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Let's Play Tales of Berseria. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal sind wir hier durch diese Höhlen gewandert und beim letzten Mal haben wir Kurgone, den Schwertbrecher, getroffen. Er ist der ehemalige Geist eines Geistdämon eines Schmiedes, dessen einziges Ziel es war, das Schwert Sturmheulen zu vernichten. Und in all den Jahrhunderten, die er lebt, hat er es immer noch nicht geschafft. Und niemand anders hat dieses Schwert als Shigure, einer der Legaten und gleichzeitig noch Bruder von niemand anderem als Rokuro. Er ist der Bruder von Rokuro und gleichzeitig ein Legat der Abtei. Das ist echt eine gefährliche Kombination und er ist noch um einiges stärker, als wir es erwartet haben. Aber mei, was erwartet man von jemandem, der selbst Artorius im Zweikampf besiegen könnte? Nun gut, Shigure hat in seinem Hass, Kurgone hat sich hier in seinem Hass dazu bereit uns entschlossen, seinen eigenen Kopf als Schwertmaterial zu benutzen und zwei neue Kurzschwerter für den guten Rokuro zu machen. Ob wir eine Chance dann gegen Shigure und seinen Merak haben, steht jetzt erstmal in den Sternen. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis das Schwert geschmiedet ist. Bis dahin reden wir mit der guten Magilo. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorius' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorius used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many, but they never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd, Artorius will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind.
Just the foolish ramblings of a demon girl. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet and defeat the Exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Schlage die Exorzisten zurück und in die Mine zu stimmen. Okay, gut. Nichts leichter als das. Dann muss ich wieder durch diese wunderschöne Mine laufen. Rokurua schmiedet in der Zeit sein Schwert. Ich hoffe, der werte Shirogane hat sich jetzt hier nicht noch die Beine, Kuroga, hat sich jetzt nicht auch noch die Beine abgehackt, weil die braucht er auch nicht zum Schmieden, oder? Wir leben schon in einer tollen Welt. Wie es mal Welt schon schön gesagt hat, das war, als wir in die Kanalisation da gegangen sind. Wir sind schon echt ein bunter Haufen. Aber mei, bunter geht immer. So. Na, heute nicht, mein lieber Freund. Ich habe aber schon wieder keine Ahnung, wo ich lang muss. Das ärgert mich immer echt ein wenig. Egal. Machen wir schon. So. Party. Jetzt ist er schon wieder aus der Party. Es war so gut, dass ich nochmal reingeschaut habe. Es war so gut, dass ich nochmal reingeschaut habe, Mann. Wenn hier der gute Rokurua uns immer kurz sagt, hey, hier bin ich und dann bin ich wieder weg, dann ist es logisch, dann sagt sich halt Eisen, hey, ohne meinen Bro, da kann ich eh nichts machen. Da lohnt sich nicht mal überhaupt hier meine Fäuste zu heben. Deswegen tue ich da einfach so bleiben. Super Idee. So, komm. Jetzt ist ein bisschen Zeit, Exorzisten anzugreifen. Ich hoffe aber, Shogun ist nicht dabei. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Oh, arme Eleanor. Keine Sorge, wir tun die einfach ein bisschen hier vernichten. Dann sollte schon laufen. Oh, die sind ja nur alle Level 5. Also dafür, dass sie Level 5 sind. Ja, okay, 88. Kann man gleich down. Was sind das eigentlich? Das sind keine Mannequins, oder? Oh, mit euren süßen kleinen Stöckern wollt ihr mich da angreifen? Ist das mich putzig. Dann packen wir mal hier die Dämonenkräfte aus. Das hat gesessen, liebe Freunde. So, okay, Eleanor. Es ist auch schön, dass wir Eleanor in der Party dabei haben. So, dass sie richtig schön auch hier gegen die Dämonen kämpfen müssen. Oh nein. Was war das? Es hat mich aus irgendeinem nicht erwindlichen Grund kein Stück getroffen. Sehr cool. You've betrayed the people and sullied Artorius' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness? Keep on fighting like that, and you'll be killed.
And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the Exorcists, but make sure they don't die. Understood. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Hey, Bienfil? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier, if that's okay. You mean how to talk a human female into becoming your vessel, and how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Molocheman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot Spring Topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after bath party games, dropping your defenses and your towels? Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood, knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laphicet's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on, let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Die besten Bücher liest du immer, mein Freund. Okay, die gute Velvet hat jetzt hier also Eleanor auf die Probe gestellt. Hat sie bestanden? Ja, so, halbwegs. Na, okay. Ich muss echt sagen, Eisen ist eigentlich so der wahre Kopf unserer Party. Ich meine, Velvet, wenn es nach ihr gehen würde, sie wäre schon wieder voll auf Artorius Tempel zugestürmt und hätte schon versucht, ihn wieder umzubringen. Was natürlich wahrscheinlich wieder sehr gut gelaufen wäre. Und Eisen, muss man echt sagen, ist irgendwie so der Kopf hinter uns. Außer die eine Szene, wo er hinter Savita war, hat er immer nur das gemacht, was wirklich für die Party am besten war. Während Velvet immer nur das macht, was ihren Rachefeldzug am besten ist. So, okay.
Gut, euch scheint es halbwegs gut zu gehen. Jetzt müssen wir schon wieder die Party ändern. Genau. So. So, und jetzt ist die Party wieder so, wie ich sie mag, Mann. Rukuro ist endlich wieder dabei. Eisen läuft jetzt warm. Und den guten kleinen Malak, den Laphicet, brauchen wir eh in der Party. So, schauen wir noch, ob da was Schönes ist. Die Zombies sind so gut, Mann. Sie haben einfach keine Chance, irgendwie einen einzuholen, Mann. Okay, dann endlich raus und ich hoffe, wir sind jetzt nicht allzu weit weg. Vielleicht schaffen wir es in dem Part noch gegen Shiguro zu kämpfen. Ich glaube, er wird uns zwar vernichten mit 2 Hieben, aber das ist ja was anderes. Was? Immer noch nicht? Jetzt gehe ich doch zurück. Liebes Spiel. Oder gehe ich da zurück? Ich habe komplett schon wieder den Überblick verloren. Da sind die besiegten Legaten. Ja, da kommen wir aber her. Da muss doch das hier der Ausgang sein. Hey. Es muss hier doch irgendwo eine Karte geben. Liebes Spiel. Mode, Ausrüstung. Ja, immer nochmal Mode, gell. Mode, Wertsachen, Weltkarte. Kann ich ausrüsten. Ach, Leute, Mann. Wenn ich nur wüsste, wie man die Weltkarte aufruft. Das war irgendeine Taste. Nein, ich will ja nicht zu Pikachu, da bin ich ja noch weiter weg. Da ist Shiguro am Hafen hinter der Mini. Ja, aber wie komme ich da hin? Ich bin mir ganz sicher, dass ich von hier aus herkomme. Bin mir ziemlich sicher. Schau ich an, allein schon, dass hier kein einziger Gegner mehr ist. Da wäre der Shop. Ich laufe den ganzen Weg nochmal zurück, ich weiß es doch. Hinter der versiegelten Tür wartet diese Information nicht mal so. Also zum Hafen auf der Insel kann nichts. Kommst du durch die Tunnels hinter der versiegelten Tür? Welche versiegelte Tür? So, jetzt hat es sich immer nochmal gelohnt. Jetzt haben wir noch ein paar Kräuter bekommen. Okay, wir sind hier falsch. Das Einzige, was ich jetzt noch als Option habe, ist, dass es gab ja noch eine andere Weggabelung. Vielleicht müssen wir die gehen. In der Etage weiter vorne. So, hier. Das Schlimme ist, wir haben halt wirklich die Höhle eigentlich ziemlich gut erkundet. Trotzdem finden wir den Weg nicht raus. Jetzt gibt es auch keine Kämpfe mehr. Jetzt wird nur noch gelaufen, Mann. So, hier kommen wir nicht weiter. Oder? Doch, kommen wir. Sehr gut. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Glaubst nicht, dass ich die geringste Ahnung habe, wo ich bin? Ich hab komplett den Überblick verloren. Ich laufe jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass wir es irgendwie rausschaffen. Ja, früher konnte man einfach mit einem schönen Druck auf die Select-Taste konnte man rausfinden. Das sieht sehr gut aus. Konnte man rausfinden, wo man ist, aber es gibt ja keine Select-Tasten mehr. Wir sind ja cool. Und Select-Tasten sind ja blöd. Wir haben ja lieber eine Aufnahmetaste. Wir sind auf dem richtigen Pfad! Hoffe ich. Oder wir haben jetzt einfach nur die andere Seite der Tür gefunden. Nein, dann waren wir hier sicher noch nicht. Hey, Rokuro. Why did he call your storm howl a reject? Well, you see, when blacksmiths make swords, they don't just make one at a time. They make a whole bunch. The best one of them all is the one that gets presented to the sword's commissioner, while the rest are tossed aside. Huh. I didn't realize the standards were so high. The head of my clan gets the real storm howl, and his siblings get the remainders. So one is real, and the others are imitations? I guess so. Shigure has the real one, and yeah, guess that makes mine an imitation. I'm sorry, I didn't mean to imply... Don't apologize. You got me to finally realize something. It might just be why I'm so hung up on beating him. Oh. And to Velvet, which Laphicet is real, and which is the imitation? Oh, what are you saying? She means my name. It's the same as Velvet's brothers. Huh? The one who went and got sacrificed by Artorius. Surely you are mistaken. Our shepherd would never do such a thing. But what else could make Velvet hate Artorius so much? I don't...
So you have a truth, and Velvet has a truth. Now which is the real one, and which is the imitation? Irgendwann werden wir Magilo fressen. Dieser Tag rückt immer näher. Kommt her. Kommt, meine Golem-Freunde. Schneller. Level 25er Golems. Kein Problem, würde ich mal sagen. So muss man seine Kombis ausführen. Direkt, wenn man in diesen Dämonenmodus ist, wo man so schön seine Kombos aneinander rein kann. Und dann noch direkt dahinter das mystische Artismann. Das rockt. So, waren das alle Golems? Ich hoffe, das war der letzte. Trotzdem, irgendwann werden wir diese kleine miese Hexe fressen, Mann, wenn sie noch weiter so blöd herredet, Mann. Also langsam wird sie echt verletzt, Mann. Ich meine, normalerweise sagt die immer, das ist so ihre Art, aber langsam, glaube ich, macht sie das echt nur aus purer Bosheit. Einfach nicht mehr aus Unterhaltung. Ich meine, die kann mir doch echt nicht erzählen, die bleibt nur hier, weil, wegen... Ja, okay, wenn es zwei sind, kommt dann. Einfach nur aus dem ganz einfachen Grund, weil sie hier eine gute Unterhaltung hat. Das kann sie ihrer Oma erzählen, Mann. Aber nicht mir. Ich habe ihre Oma gefressen. Aber ich fand schön, dass Velvet doch ein kleines Herz hat, Mann. Ein mini kleines dämonisches Herz, dass sie hier nicht die Exorzisten gefressen hat. Das fand ich doch eigentlich ganz nett. Velvet wird doch voll. Und nett. Nee. Bist du dich eigentlich? Scheinbar schon. Hey, Laphicet, hast du gerade da so einen Punkt eingesammelt? Der gehört mir. Wir müssen da mal ganz neue Regeln aufstellen. Ich frage mich, wann der Tag kommen wird, an dem Velvet mal ihre Geschichte komplett mal so den anderen erzählen wird, weil sie hat halt immer so bruchstückhaft gesagt und durch ihre Albträume haben das die Leute auch mitbekommen, dass sie eben einen Hass hat, weil ihr Bruder geopfert wurde und der Bruder eben auch Laphicet heißt. Das haben so alle unsere Leute, ich denke mal, schon mitbekommen. Aber die ganze Geschichte hier, was da passiert ist und dass es genau eben bei dieser dieser Öffnung war, mit der halt dann auch schließlich, zack, mit der dann auch hier der Kampf gegen die Dämonen auch so wirklich erst begonnen hat. Dass das alles hier mit ihrem Bruder und dem Opfer von ihrem Bruder hier zu tun hat, das hat sie ja im Endeffekt noch nie so richtig gesagt. Ich hoffe, irgendwann mal kommt es so die große Geschichte. Und ich hoffe, du blöder Wurm, krepierst jetzt. So. Wieso? Ich hab doch das gedrückt. So macht man das, Mann. So, Zombies. Oh, habe ich dich verwirrt? Oh, das ist gar nicht mal so lustig, verwirrt zu werden, gell? So, wieso leuchten eigentlich die Gegner immer so? Wurscht, schöner Kampf. 400 Erfahrungspunkte ist zwar jetzt immer noch nicht so viel dafür, dass das doch echt, also Level sogar, Gegner sind über uns im Level. Aber so ist es halt. Aber diese Höhle, Mann, also langsam nervt es ein wenig. Komm, wir waren jetzt wirklich schon sehr lange hier drin. Ich meine, diese Kristalle sehen zwar ziemlich hübsch aus, diese blau leuchtenden. Wie ist das nochmal? Lapis Lazuli aus Minecraft, oder? Sowas in der Art ist das. Aber langsam könnten wir echt mal hier den Weg rausfinden. Ich hoffe, wir sind immer auf dem richtigen Weg. Ja, wir müssen sein, sonst wäre hier nicht dieser automatische Skick gekommen. Geh da weg, Würmchen. Hey, soll ich dich zum Frühstück verspeisen? Entschuldigung. Ich hab noch ein bisschen Ceres hinterm Zahn. So. Watcha! Immer wenn wir das machen, dann ruckelt immer ganz kurz das Spiel, aber das überleben wir schon. Auch keine Kisten sind hier, gell? Da oben links steht 0 Kisten. Diese Anzeige ist übrigens neu, oder? Bilde ich mir das ein. Hier ist zum Beispiel eine Kiste, okay? Super. Ich meine, wir finden keine Katzenkisten mehr. Das finde ich ein wenig schade. So, ansonsten ist da nichts mehr. Aber da ist noch ein Weg. Zack. Ja, wenn wir jetzt fliegen könnten, wenn wir einen Windseraph da hätten. Das lässt eigentlich ziemlich darauf deuten, dass wir irgendwann mal doch Servit in die Party kommen. Weil wir brauchen jemanden, um diese Abgründe zu überwinden, ganz sicher irgendeinen Windseraph. Wir haben im Endeffekt ja, in Systeria hatten wir auch immer Kräfte,
die wir einsetzen könnten. Eine Feuerkraft von Layla, konnten wir im Endeffekt auch verbrennen. Jetzt haben wir einfach Feuerzeug. Ungefähr 500 Jahre bevor Systeria begann und wir sind hier schon fortschrittlicher als in Systeria. Was hatten wir noch? Die gute Edna. Ah, ich habe eine Karte gefunden. Ah, wir sind auf dem Weg raus. Schau dich mal an, aber das ist so ein echter gigantische Map. Jetzt mal ganz ernsthaft. Und die geht ja weiter. Und weiter. So. Wir haben es gleich geschafft, Mann. Oh, bin so glücklich. So. Und Mibus Wasserkraft. You and Shigure both use the Rangetsu style. But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses two distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single greatsword. But we also study dual short swords should need arise. So, Shigure uses the greatsword, and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the greatsword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. His skill with the greatsword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half and I can step inside his guard, he'll have 2 times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Stormhowl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Stormquell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these two polar opposites want Is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades. But I don't see what exorcists and demons have to do with it. Ja, es gibt so einiges, was wir nicht verstehen. Zum Beispiel, wieso diese Brüder nicht einfach ganz friedlich und freundlich miteinander leben konnten. Das verstehe ich nicht, Mann. Es muss ja einen Grund haben, wieso sie so verfeindet sind. Und, wieso, Broku unbedingt sich als Ziel gesetzt hat, ihn zu töten. Ich meine, er kann ja nicht sagen, oh, er ist der ältere Bruder jetzt. Das ist meine Motivation, jetzt hier alles aufzugeben und zum Dämon zu werden und um ihn zu töten. Das kann er mir ja nicht erzählen. Da gibt es wahrscheinlich noch irgendeinen Grund. Aber diesen Grund werden wir jetzt noch nicht erfahren. Und hier ist... Ja, hier geht's ja immer noch nicht raus. Oder? Bitte, liebes Spiel, sag mir, dass da nicht nur eine Schatztruhe ist. Sag mir, dass da ein Weg raus ist. Ja, wir haben es geschafft. Gleich. Ach, Leute, wir haben endlich den Weg rausgefunden. Zerstör mal, komm. Endlich. Das war jetzt aber ziemlich lange hat das jetzt gedauert. Leider schaffen wir es in diesem Part nicht mehr, Shiguro zu bekämpfen, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal ist es dann Zeit. Ich bin sehr gespannt, ob wir eine Chance gegen den Legaten haben und ob hier der gute Broku endlich seine Abrechnung bekommt. Ich denke mal, alleine hat er keine Chance, aber vielleicht mit unseren Freunden hat er eine Chance. Wir machen noch kurz eine Expedition. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir den Part. Bis zum nächsten Mal dann von Let's Play Tales aus der Berseria. Haut rein und wir sehen. Ciao.